Moin und ein herzliches Willkommen an alle Händlerinnen, Händler und Brands zu unserem tatsächlich schon 5. eBay Ads Talk, unserem Insider-Format, in dem wir aktuelle Informationen zu unseren Anzeigenlösungen und natürlich hilfreiche Tipps und Tricks von uns als eBay Ads Team mitgeben möchten. Ganz kurz vorneweg, worum es heute im Talk gehen soll. Wir starten mit einem Intro zu unserem neuesten Projekt Markensponsoring Anzeigen erweitert, machen dann einen kurzen Deep Dive in die Welt der Anzeigen erweitert Reportings und geben zum Schluss einen Überblick zu saisonalen Anlässen und der Verbindung mit unseren Anzeigentools. Klingt gut? Klingt super? Los geht's! Lasst uns gemeinsam einen Blick auf unser neues Projekt Markensponsoring Anzeigen erweitert werfen. Dieses richtet sich sowohl an Brands als auch an Händlerinnen und Händler und bringt gleich beiden Seiten mehrere Vorteile. Aber erstmal langsam. Was genau steckt eigentlich dahinter? Markensponsoring meint, dass Marken, also Hersteller, die bei eBay indirekt über sogenannte autorisierte oder auch nicht autorisierte Händler verkaufen, nun die Möglichkeit haben, genau diese zu unterstützen. Und zwar, indem sie Werbebudget für Anzeigen erweitert ihren Händlerinnen und Händlern zur Verfügung stellen. So können Hersteller mit Markensponsoring für Anzeigen erweitert die Sichtbarkeit und Abverkaufschancen für ihre von autorisierten Händlern angebotene Produkte bei eBay erhöhen. Wie von Anzeigen erweitert gewohnt, erscheinen die beworbenen Angebote auf Premium-Platzierung in den Suchergebnissen und können so potenzielle Käuferinnen und Käufer besser erreichen. Ein passendes Keyword-Targeting sowie ein steuerbares Tagesbudget geben ihnen ein hohes Maß an Kontrolle über die Anzeigenkampagne. Für Brands hat das Format gleich mehrere Vorteile. Erstens, durch den bevorrechtigten Zugriff auf Premium-Platzierung in den Suchergebnissen wird die Sichtbarkeit der eigenen Markenangebote, also Listings, bei eBay erhöht. Zweitens, ein höherer ROAS, also Return on Advertising Spend, Ihres investierten Werbebudgets. Drittens, volle Transparenz. Die Abrechnung sowie das detaillierte Reporting erfolgen regelmäßig über eBay Ads. Und viertens, selbstverständlich erfolgt dies über unser Account Management Team, das die autorisierten Händlerinnen und Händler auch beim Handling sowie der Optimierung der Anzeigenkampagne unterstützt. Für autorisierte Händlerinnen und Händler gibt es selbstverständlich auch diverse Vorteile. Erstens, die Brand, also der Hersteller, unterstützt bei den Marketingaktivitäten, sodass für die Händlerinnen und Händler keinerlei Kosten entstehen. Zweitens, eine erhöhte Chance auf Abverkäufe. Und drittens, durch Erweitert-Kampagnen kann das Suchverhalten der Käuferinnen und Käufer bei eBay besser nachvollzogen und verstanden werden. Kommen wir noch kurz zum Budget. Der Kampagnentyp Anzeigen erweitert basiert auf einem Kosten-pro-Klick-Modell, also CPC. Die Brand, also der Hersteller, stellt eBay Ads, also beispielsweise meinem Team, das Anzeigen erweitert Budget zur Verfügung. Dieses Budget setzen wir mit dem Händler bzw. der Händlerin zur Bewerbung der jeweiligen Angebote mit erweitert Kampagnen ein. Das Mindestbuchungsvolumen beträgt hier übrigens 10.000 €. Und für alle, die sich schon immer mal gefragt haben, was eigentlich eine klassische Win-Win-Situation ist, die Antwort lautet Markensponsoring Anzeigen erweitert. Hersteller unterstützen ihre Händlerinnen und Händler beim Retail-Media bzw. Marketing und erhöhen gleichzeitig die Sichtbarkeit ihrer Markenangebote. Und für Sie als Händlerin oder Händler ist das Ganze kostenfrei. So, kommen wir nun zum nächsten Programmpunkt. Lasst uns nun einen kurzen Deep Dive zum Thema Reportings machen, die ganz klar ein unverzichtbarer Teil der Marketingstrategie sind. Denn letzten Endes interessiert unsere Händlerinnen, Händler sowie Brands zu diesem Thema vor allem, wie effizient die Marketingstrategie mit Anzeigen erweitert bis dato war. Unser Advertising Cockpit bietet daher Zugriff auf alle aktuellen Auswertungen, Diagramme und Berichte zu den Erweitert-Kampagnen. Und so geht's. Ich möchte hier einmal die 3 verschiedenen Reportings vorstellen. Den Angebotsbericht, den Keyword-Bericht sowie den Suchanfragenbericht. Beginnen wir einmal mit dem Angebotsbericht. Mit Angebotsberichten können Sie die Performance Ihrer Kampagnen im Blick behalten. Die wichtigsten Kennzahlen, um Ihre Kampagne zu bewerten, lassen sich überschaubar aus den Tabellen ablesen und mit etwas Übung können Sie so Entscheidungen zu einzelnen Kampagnen treffen. Zum Beispiel Kampagnen pausieren, optimieren oder verschieben. Hier einmal ein kurzes Beispiel. Wir sehen zwar nur wenige Impressions, 172, dafür aber eine hohe Klickrate mit 8,72% und einen hohen ROAS, Return on Ad Spend, den höchsten von allen Angeboten in der Kampagne.
Wir würden daher vorschlagen, mehr Keywords hinzuzufügen oder den Keyword-Übereinstimmungstyp auf passende Wortgruppe umzustellen. Das heißt, die passende Wortgruppe ermöglicht es, dass Ihre Anzeigen für Suchanfragen auftauchen, die andere Wörter vor und oder nach Ihrem exakten Keyword enthalten, um so mehr Impressions für das Angebot zu erhalten. Es ist auch möglich, das Gebot während der Zeit mit steigender Nachfrage, wir nennen es gerne Peak Season, also Hochsaison, zu erhöhen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Betrachten wir einmal das nächste Angebot. Obwohl das Angebot eine mittlere Anzahl an Impressions, gut 1200, und eine höhere Klickrate aufweist, ist der ROAS für dieses Angebot niedriger, so 4,3:1, was ja nicht unbedingt das ist, was wir wollen. Um den ROAS dieses Angebots zu erhöhen, empfehlen wir, das Angebot in eine andere Anzeigengruppe mit relevanteren Keywords zu verschieben und die Keyword-Gebote anzupassen. Denken Sie daran, die vom Tool vorgeschlagenen Gebote helfen dabei, wettbewerbsfähige Anzeigen zu erstellen. Zweitens, unser Keyword-Bericht. Die Performance Ihrer Keywords, also der Suchbegriffe, mit denen Sie Ihre Produkte bewerben, ist wichtig. Der Keyword-Bericht unterstützt dabei, die Performance dieser Keywords einzusehen. Hier 4 grundlegende Tipps zum Keyword-Bericht. Erstens erhöhen Sie die Gebote für Keywords mit wenigen Impressions, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zweitens senken Sie Gebote für Keywords mit hohen Impressions, um die Budgeteffizienz zu steigern. Drittens pausieren oder ergänzen Sie Keywords in Abhängigkeit von der Performance. Und viertens haben Sie auch Ihre Übereinstimmungstypen für Ihre Keywords im Auge und aktualisieren Sie diese, wenn nötig. Also zum Beispiel, ob ein Keyword exakt mit dem Suchbegriff der potenziellen Käuferin übereinstimmen soll oder nicht. Schauen wir uns doch mal gemeinsam 2 Beispiele an. Was die Zahlen über das Keyword Handyhülle für großes Handy verraten. Das Keyword führt zu einem hohen ROAS. Allerdings verzeichnen wir niedrige Impressions und Klickzahlen. Wir würden daher vorschlagen, den Übereinstimmungstyp auf passende Wortgruppe zu ändern und das Gebot für das Keyword zu erhöhen, damit die Anzeige bei mehr Suchanfragen von Käuferinnen und Käufern erscheint. Und was sagen die Zahlen über das Keyword durchsichtige Handyhülle? Das Keyword verzeichnet niedrige Impressions sowie eine niedrige Click- und Conversion Rate. Wir empfehlen daher, die Relevanz des Keywords für Ihre Anzeige zu überprüfen. Gibt es irgendwelche Verbesserungen, die vorgenommen werden können? Wir würden auch vorschlagen, das Gebot so zu erhöhen, dass es über dem durchschnittlichen Kosten pro Klick liegt. Und dann noch drittens unser Suchanfragenbericht. Mit dem Suchanfragenbericht lassen sich Suchanfragen mit geringer und auch hoher Performance überprüfen. So können Sie mühelos neue Keywords für Ihre Kampagne finden, Übereinstimmungstypen für das entsprechende Keyword aktualisieren oder als negative Keywords zu Ihrer Anzeigengruppe hinzufügen. Ab zum Beispiel Handyhülle. Die Zahl der Impressions ist zwar hoch, aber die Anzahl der Klicks und der ROAS sind niedrig. Da es leistungsstärkere Suchanfragen gibt, empfehlen wir, diese Suchanfragen als negatives Keyword hinzuzufügen. So können Sie verhindern, dass die Anzeige für diese Suchanfrage ausgespielt wird. Und um noch einmal ein abschließendes Fazit zu ziehen, warum Reportings so wichtig sind: Mit den 3 Berichten können Händlerinnen und Händler auf einen Blick erkennen, wie erfolgreich die Anzeigen bei eBay aktuell laufen und an welchen Stellschrauben sie drehen können, um ihren Kampagnenerfolg weiter zu optimieren. Kommen wir nun zum dritten und abschließenden Teil unseres eBay Ads Talks, bei dem ich gerne noch einmal den Blick auf saisonale Anlässe lenken möchte, die immer ein guter Indikator für Händlerinnen und Händler sind, um unsere Anzeigenlösung zu nutzen. Jetzt, im 2. Quartal, stehen mehrere saisonale Kaufanlässe an, in denen die Konsumentinnen und Konsumenten erfahrungsgemäß vermehrt kaufen, weshalb diese Momente natürlich mit zusätzlichen Umsatzchancen verbunden sind. Wir empfehlen daher, das Marketingbudget entsprechend nach oben anzupassen, um konkurrenzfähig zu bleiben und die gesteigerten Absatzmöglichkeiten bestmöglich zu nutzen. Erstens zum Beispiel im Bereich Autoteile und Zubehör, besonders für Autoteile-Verkäuferinnen und Verkäufer relevant. Konkret werden Anhängerkupplungen und Autopflegeprodukte von März bis Mai mit +10% bis +30% gekauft. Für alle Haus- und Gartenhändlerinnen und Händler unter uns: Die Konsumentinnen und Konsumenten machen speziell von April bis Juli ihre Terrassen fit. Was wird unter anderem nachgefragt? Markisen und Terrassenüberdachung, rund +60% bis +90% von April bis Juni. Und auch Sonnensegel,
plus 130 bis plus 160% von Mai bis Juli. Auch spannend der Kaufanlass Campingurlaub, zu dem ich meine Frau bisher noch nie überreden konnte. Von Mai bis Juli werden Wohnmobil- und Wohnwagenteile mit rund plus 30% bis plus 40% und Campingmöbel mit rund plus 60% nachgefragt. Gibt es hier Wassersportfans unter Ihnen? Naja, die kommende Message geht auch eher an die Sporthändlerinnen und Händler. Im Juni gibt es starke Anstiege in der Nachfrage von rund plus 140% in der Kategorie Wellenreiten und rund 150% für Wasserski. Bei Wasserski fällt mir ein guter Freund von mir hat vor Jahren sich beim Wasserski mal seinen Zahn ausgeschlagen, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Damit es noch stylischer in den Sommer geht, werden von Mai bis Juli Damensandalen mit plus 100% bis 120% und Herrenshorts und Bermudas mit rund plus 130 bis plus 180% geshoppt. Wenn es dann zum Einsatz unserer Self-Service-Werbelösungen mit Anzeigen kommt, empfehle ich immer ganz klar auf eine Kombination der beiden Typen Anzeigen Standard und Anzeigen erweitert zu setzen. Warum, ist schnell erklärt. Im Zusammenspiel wird das eigene Angebot an unterschiedlichen Plätzen innerhalb des gesamten eBay-Netzwerks beworben. Konkret mit Anzeigen Standard im gesamten eBay-Netzwerk. Das heißt, die Produkte können an über 100 verschiedenen Stellen und Platzierungen auf der eBay-Webseite sowie externen Partnerseiten sichtbar gemacht werden. Standardanzeigen eignen sich somit als Werbegrundrauschen, mit der die meisten ihrer Angebote beworben werden können. Außerdem zahlen Sie ja nur, wenn einer Ihrer beworbenen Artikel auch verkauft wird. Also ein Kosten-pro-Verkauf-Modell. Anzeigen erweitert auf der anderen Seite erreicht potenzielle Käuferinnen und Käufer auf den Premium-Platzierungen in den Suchergebnissen. Das sind die Stellen mit der höchsten Sichtbarkeit bei eBay. Eine gute Möglichkeit, die Bekanntheit des eigenen eBay-Shops und der eigenen Angebote zu steigern und somit die Umsatzchancen zu erhöhen. Besonders für neu eingestellte Angebote, für die schnell eine Verkaufshistorie erreicht werden soll, oder auch hochpreisige Angebote sind Anzeigen erweitert mit ihrem Kosten-pro-Klick-Modell, also CPC, unter anderem sehr gut geeignet. Einfach mal ausprobieren. Gutes Gelingen. Gemeinsam mit dem ganzen eBay Ads Team Deutschland danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir Ihnen einige spannende und hilfreiche Tipps zu saisonalen Anlässen, den Reporting-Möglichkeiten und natürlich unseren Anzeigentools geben konnten. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar unter diesem Video oder schreiben Sie uns an anzeigen@ebay.de.